willkommen zum zweiten Teil der 24er Challenge. Ja, mein Ziel ist es, alle 24 Stifte irgendwie in der Seite dieses Bildes unterzukriegen und einfach neue Blendkombinationen auszuprobieren und ja, mit euch ein bisschen das Blenden üben. So, wir beginnen mit dem Blatt hier oben in der Ecke. Dafür hatte ich 912 Apple Green und die 916, ich glaube das war Canary Yellow, eingeplant. Und wir fangen an mit dem Blenden von dem Grün. Wie schon gesagt, ich probiere neue Kamerawinkel aus. Ihr könnt mir auf jeden Fall schreiben, welcher Winkel euch am meisten zusagt oder einfach Vorschläge geben, wie ihr denkt, dass es besser funktioniert. So, mit mittlerem bis starkem Druck und kleinen kreisenden Bewegungen male ich den Rand dieses Blattes hier aus und blende mit leichten kreisenden Bewegungen in die Mitte des Blattes aus. Dann kommt hier noch ein bisschen Grün an die Kante des Blattes. Das ziehe ich mit viel Druck nach und das Ende. Dann nehme ich mein Gelb und blende von dem Grün in die Mitte des Blattes rein. Mit kleinen kreisenden Bewegungen und mittlerem Druck. Wenn alles soweit verblendet ist, gehe ich mit dem hellen Grün noch einmal ganz leicht über das ganze Blatt. Und das war's auch schon. So, und das machen wir noch einmal. Also mit mittlerem bis starkem Druck den Rand nachmalen und mit kleinen kreisenden Bewegungen das Grün bis in die Mitte ziehen. Dann mit dem Gelb das Grün bis zur Mitte ausblenden. Und mit dem hellen Grün noch einmal ganz leicht über alles gehen. So. Hier ziehe ich noch einmal das Grün nach. Und mit dem Gelb hinterher. Das war's. Wir gehen ein bisschen weiter zu den ganzen kleinen Blättern. Dafür nehme ich die 908, (935) und 912. Ich fange mit dem dunklen Grün hier an. Erstmal mit starkem Druck, kleinen kreisenden Bewegungen und dann den Druck immer weiter nachlassen.
Und mit dem Schwarz mit mittlerem Druck ein bisschen hier das Ende nachmalen, den Druck auch immer weiter nachlassen und mit dem Hellgrün einmal über alles drüber gehen und alles verblenden. Ein bisschen mehr Spitze hier an dem Grün. So, dann haben wir hier diese Blätter. Dafür nehme ich die 903 und 912. Erstmal mit starkem Druck, den ich immer weiter nachlasse, vormalen und mit dem Grün alles ausblenden. Und jetzt alles mit dem Grün ausblenden. Und so für die ganze Girlande weitermalen. Dann haben wir diese Girlande hier noch, oder diese Blätter. Da legen wir los mit der 912 und wir brauchen die 916. Hier nach dem gleichen Prinzip mit Grün, starkem Druck, den Druck immer weiter nachlassen, rausblenden und dann das Gelb nehmen und einmal über alles drüber gehen. Mit Grün und starkem Druck, den Druck immer weiter nachlassen und mit dem Gelb über alles drüber gehen. Und dann haben wir noch diese grünen Farben und dafür habe ich, hier 908 und 912. Ein bisschen Grün ans Ende mit mittlerem Druck.
Und das Ganze mit dem hellen Grün, so wie zuvor auch, komplett ausblenden. Das war's mit dem ganzen Grünzeug hier in der Ecke. Sieht nicht viel aus, aber da sind sehr viele kleine Blätter, die unsere Aufmerksamkeit brauchen. Jetzt kümmern wir uns um diese Blume hier. Dafür brauchen wir einmal diese 3 Nummern. Wir fangen mit der 932 an. Starker Druck und lassen die Farbe immer weiter auslaufen. Also unser Druck wird immer leichter. So wie sonst auch. Jetzt muss man das, man hat es wahrscheinlich mittlerweile schon drin, wenn man es oft genug macht. Bei mir ist es oft so, dass ich bei manchen Bildern denke, okay, ich blende nicht, aber es ist einfach so drin, dass ich nicht aufhören kann und dann doch anfange zu blenden. So, und dann nehme ich die 1008, setze ungefähr bei der Hälfte von dem Lila an, das ich schon geblendet habe, und blende mit mittlerem bis leichten Druck das helle Lila rein. Die Ecke hier unten lasse ich unangetastet für das Pink. Dann nehme ich meinen Pinkton und blende ungefähr bei der Hälfte des hellen Lilas, das ich gemalt habe, das Pink runter, aber noch nicht ganz in die Spitze rein. Mit leichtem bis mittleren Druck. In kleinen kreisenden Bewegungen. Jetzt nehme ich mein Weiß so, und blende hier unten das Pink ein bisschen sanfter aus. Dafür brauche ich so circa starken bis mittleren Druck. Mit dem dunklen Lila male ich hier oben die Blume komplett aus. So, dann haben wir diese Blumen, wollte ich so ein bisschen wie Sonnenblumen ausmalen. Muss ich erstmal meinen Farbschäber nehmen. Ich habe hier so einen kleinen Spickzettel mit den Farben, die ich benutze. 1034, 1003 und die 916. Mit 1034 fange ich an und blende ab der Mitte der Blume erstmal mit starkem bis mittleren Druck. Lasse den Druck immer weiter nach bis ungefähr 1/3 der Blume.
also starkem bis mittleren Druck, und den Druck immer weiter nachlassen bis circa 1/3 der Blume. Dann 1003. Ich setze hier in der Mitte des Geblendeten an und blende mit dem Spanish Orange ein bisschen weiter runter, aber noch nicht ganz in die Spitze. Mit leichtem bis mittleren Druck. Es muss noch nicht alles verblendet sein, weil ich gleich nochmal mit dem Gelb rübergehe. Über alles. So, dann blende ich von der Spitze hoch in die Mitte. Von der Spitze hoch in die Mitte. Dann nehme ich 937. Mit starkem Druck male ich hier an der Ecke die Mitte aus und lasse den Druck nach. Dann nehme ich mein Gelb und blende von der Seite, wo ich nicht so viel Rot hatte, in das dunkle Rot rein. Einfach, dass da so ein leichter Schatten kommt. So. Da bleiben noch die Blätter hier in der Ecke. Und dafür nehme ich die 1003, mittlerer bis starker Druck und den Druck nachlassen. Und die Ecke des Blattes auch freilassen, weil wir da gleich mit dem Gelb ausblenden. Ich finde auch so kleine Blätter, wenn man da nicht blendet, man sieht es sofort. Es macht schon einen großen Unterschied, auch bei den kleinen Blättern zu blenden. So. Die Blätter der Blume sind mir noch nicht dunkel genug. Ich nehme nochmal 1034 und ziehe hier die Mitte etwas nach, einfach um mehr Tiefe reinzubekommen. So. Jetzt kommen wir zu diesen Blättern hier. Ich musste dieses Element nochmal von der Seite links mit einziehen. Moment, hier. Hier habe ich sie häufig benutzt, weil das sehr, sehr dominant ist in dem Bild. Deswegen muss ich die hier auf der Seite auch noch einsetzen, einfach damit es ja einen Fluss hat, einen Übergang und nicht so abrupt endet plötzlich. Ich fange mit der 924 an. Mit starkem Druck blende ich die Spitze oder das Ende dieser Blume, die Blumenbasis,
und lasse den Druck immer weiter nach, bis ungefähr 1/3 der Blume. Ganz, ganz leicht. Dann nehme ich mein Orange und blende das Rot aus. Das Orange ziehe ich noch ein bisschen in das Bild rein. Jetzt nehme ich mein Gelb und blende den Rest aus. Ganz wichtig ist, dass ihr wirklich von hell nach dunkel arbeitet, weil eure Stiftemine die Farbe übernimmt und ihr sonst durch das helle Gelb schmiert. Ich streiche die Stiftemine auf einem Blatt Papier ab, wie ihr seht, damit ich das Rot darunter bekomme. Noch ein bisschen nachblenden, wenn einem manche Ecken nicht so gefallen. Aber kümmern wir uns mal um das dritte Blatt. Mit starkem Druck, den Druck immer weiter nachlassen. Dann mit dem Orange ansetzen und das Rot gut ausblenden, dass keine harten Übergänge entstehen. Mit dem Orange auch wieder den Druck nachlassen. Jetzt das Gelb nehmen und von hell nach dunkel das Gelb durch alle Farben durcharbeiten. Dann haben wir auch diese Blume geschafft. So, hier unten kümmern wir uns mal um die Brauntöne, die ich ja noch so gar nicht benutzt habe in dem Bild. Und zwar nehmen wir die 946. Irgendwie wird das alles nicht so scharf. Besser, 946. Und wir malen den Punkt hier unten aus und den Punkt hier unten. Dann 937, den Punkt hier und hier. 945, den Punkt hier und hier. Und mit der 1034 blenden wir ein bisschen das Braun hier ins Orangene rein und nehmen den Punkt hier noch mit. Und dann die 916 für den letzten Punkt. Aber das ist mir ein bisschen zu strahlend gelb, deswegen versuche ich das ein bisschen abzumildern, indem ich die 934 noch ein bisschen, die 1034 noch ein bisschen drüber blende. So, hat ein bisschen Retro-Gefühl, aber
ich habe die Brauntöne benutzt. Dann seht ihr gleich den Rest einmal im Schnelldurchlauf.